ist von meinem Doktorvater. Warte doch mal. Bietet mir eine Assistentenstelle an. Ja, wenn wir das Auktionshaus wiederbeleben, könntest du doch die Leitung übernehmen. Wenn du dich da einspannen lässt, bist du noch blöder, als ich dachte. Mein Platz ist in der Familie. Und ich werde das Auktionshaus übernehmen. Ich hatte eine Aufnahmeprüfung für die Fortbildung zum Polier. Ich schätze, ich hab's versaut. Willst du die nächsten 20 Jahre auf dem Bau Wände hochziehen? Wie oft hat man im Leben das Gefühl, dass einfach alles perfekt ist? Das Wetter, der Job, die Schokolade, die man gerade gegessen hat, der Mann, den man gerade küsst. Kaum arbeitest du im Auktionshaus, wimmelst du ständig im Bett rum. Als Studentin hast du wenigstens noch gearbeitet. Wir haben das nicht so geplant. Und trotzdem bleiben keine Wünsche offen. Das sind eben die Vorzüge, wenn man Chef ist. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist ein Katalog von einem Kunden. Der löst seine Sammlung auf und ich überlege, was ich so an Exponaten kaufen könnte fürs Auktionshaus. Und das entscheidest du ganz allein? Wow. Bei dir geht ja richtig was. Dafür weißt du wenigstens, was du tust. Auf der Baustelle macht dir keiner was vor. Ich muss ständig meine Kollegen um Rat fragen. Naja, die hätten bestimmt mehr Probleme damit, wenn du so eine spießige Brillenschlange wärst, die alles ständig besser weiß. Aber zum Glück siehst du echt scharf damit aus. Hier geblieben. Du bringst mich da auf so eine Idee. Ich muss aber noch jede Menge vorbereiten. Später, ja? Oder, naja, es gibt immer Wünsche, die offen bleiben. Viele aus absolut pragmatischen Gründen. Vielleicht gibst du Justus das nächste Mal eine Einkaufsliste mit. Der vergisst ja ständig die Hälfte, verdammt. Wäre eh knapp geworden. Der kleine Fritsche kann sich aber auch beeilen. Aber trotzdem kommen sie ans Licht, ohne dass wir jemals damit gerechnet hätten. Andi, da willst du, dass wir bald zu dritt sind? Wäre das denn so schlimm? Ein Baby? Das entscheidet man doch nicht zwischen Tür und Angel, nur weil die Kondome alle sind. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, wie so eine kleine Helena aussieht, du warst bestimmt das süßeste, tollste Mädchen der Welt. Abgesehen von dieser gepflasterten Brille und den X-Beinen natürlich. Ich mache mir hier gerade ernsthaft Gedanken. Schon klar. Mit einem Typen wie mir kannst du dir keine Babys vorstellen. So ein Quatsch, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Aber ich meine, Kinder, das ist eine Riesensache, verstehst du? Eine Planung fürs Leben, das verändert einen. Das verändert uns, und zwar total. Das soll es doch auch. Schließlich gibt es doch mehr im Leben, als ständig auf dem Bau zu latschen und irgendwelche Steine übereinander zu stapeln. Hm? Aber dann solltest du vielleicht nicht Vater werden, sondern deine Polierprüfung nachholen. Das war ja wieder klar, dass die Nummer auf den Tisch kommt. Weil ihr alle so erfolgreich seid, hm? Du bist jetzt Chefin. Nico ist eine berühmte Fotografin. Philipp hat einen neuen Job an der Uni. Christian und Olli sind schon Eltern. Pflegeeltern. Ist doch egal. Und dein Bruder verdient mit einem Knopfdruck am PC mehr Kohle als ich in meinem ganzen Leben. Aber ich bin nun mal nicht der Karrieretyp. Aber der Typ, der Vater werden will. Oh, mein Termin in der Firma. Ansgar will uns irgendwas ganz Wichtiges erzählen. Und danach bin ich noch mit Lydia verabredet. Bist du noch hier, wenn ich wiederkomme? Nein, ich bin in der WG. Ah, die Familie. Na, wenn das mal nicht ein erfreulicher Anblick ist. War das wirklich nötig, dass wir hier alle aufmarschieren? Sebastian hat Prokura, er kann über alles alleine entscheiden. Nicht ganz über alles, deswegen bin ich auch sehr erfreut, dass Ludwig sich extra herbemüht hat. Ansgar, würdest du bitte endlich zum Punkt kommen? Es gibt Leute im Raum, die haben noch zu tun. Hallo, Papa. Moment, Schatz. Alles in Ordnung? Du siehst blass aus. Ja, das werde ich auch jedes Mal, wenn ich Sebastian in diesem Stuhl sitzen sehe. Aber ich möchte mit euch über die derzeitige finanzielle Situation der Lahnstein Enterprises reden, die, um es mit einem Wort zu sagen, desaströs ist. Wir können mit den Gewinnen aus der Forstwirtschaft alle Kredite bedienen. Tja,
Forstwirtschaft, wie süß. Zum Glück haben wir auch noch ein Auktionshaus, das alle darüber hinausgehenden Einnahmen sofort wieder verschlingt. Dann erzähl uns doch mal, wie du es besser machen willst. Ich kaufe die Lahnsteinbank zurück. Und mit welchen Mitteln? Du hast alles, was du erübrigen konntest, in den Erhalt des Schlosses gesteckt. Ja, das war bevor meine Mutter mir dankenswerterweise ihre Konten überschrieben hat. Du verfügst über eine Vollmacht von Marias Konten. Das sind jetzt meine Konten. Und damit habe ich genug, diese Bank, meine Bank, zurückzukaufen. Interessante Formulierung. Deine Bank. Ja, weißt du, Sebastian, alles, was den Namen Lahnstein trägt, ist rechtmäßig mein Erbe. Und dazu zählt eben auch die Bank und das Unternehmen. Ja. Könnte es eventuell sein, dass dein Vater das ein wenig anders gesehen hat? Oder warum hat der Carla alles vermacht? Ach, wie auch immer. Jedenfalls hätte Carla auf keinen Fall alles an Ludwig überschreiben dürfen. Und was daraus geworden ist, das sehen wir ja. Das sehen wir alle. Ansgars emotionaler Appell an das Familiengewissen. Diese Bank war einmal das Herzstück des Unternehmens. Meine Familie hat eine der ersten Privatbanken Europas besessen. Und ich habe die finanziellen Mittel, sie zurückzuholen. Du weißt so gut wie ich, dass dieses Unternehmen ohne die Bank nichts wert ist. Warum hast du sie nicht längst gekauft, wenn du die finanziellen Mittel dazu hast? Weil mir Arthur Fromme beim Verkauf der Bank ein 6-monatiges Rückkaufsrecht eingeräumt hat. Und das läuft in einer Woche ab. Ja, wie gut, dass ich noch rechtzeitig gekommen bin. Nicht wahr? Fromme soll die Verträge fertig machen. Ich komme vorbei, um sie zu unterschreiben. Wo ist der Haken? Meinst du, ich nehme sie mit in den Stall oder was? Und du wusstest, dass Miriam heute keine Zeit hat. Hey. Alles klar? Und jetzt? Soll ich jetzt einen auf krank machen oder was? Ja, soll ich jetzt den Laden zumachen oder was? Ich gehe schon. Andi, gut, dass du da bist. Generell oder nur heute? Hallo? Hallo, hallo. Hey. Witzbold. Also, hör zu. Ich habe gerade eben einen alten Schulfreund getroffen, der für die Handelskammer arbeitet. Er sagt, dass du die Aufnahmeprüfung für die Ausbildung zum Polier schon heute nachholen kannst. Na, was sagst du? Musst dich nur noch mal persönlich vorstellen. Also, komm in die Hufe, ich setz dich ab. Ja, das ist doch eine super Chance. Eigentlich schon, nur dummerweise habe ich Christian und Olli zugesagt, dass ich auf Lilly aufpasse. Du, soll das ein Witz sein? So, Andi, bitte. Meine Geduld ist nicht unendlich. Ja, du hast schon die letzte Aufnahmeprüfung verpennt. Hey, Andi, das ist wichtig. Nachwuchs ist wichtiger. Deswegen komm mal her, meine Kleine. Deine beiden Papas, die müssen jetzt arbeiten gehen. Also, das glaube ich jetzt nicht. So, kommen wir zur letzten Frage. Jetzt, wo das Auktionshaus wieder zu Lahnstein Enterprises gehört. Wie sieht die Zukunft aus? Hast du irgendeine Vision? Ich will die Tradition wieder aufleben lassen, ja. Und Lahnstein soll wieder zu einem Markennamen für Kunsthandel in Deutschland werden. Und dafür arbeite ich. Vielen, vielen Dank, Frau von Lahnstein. Und jetzt, wo das Gerät aus ist. Das Schönste im Auktionshaus ist, dass dort Ruhe herrscht. Mir redet keiner rein und es gibt keine Machtkämpfe wie im Rest von Lahnstein Enterprises. Ja, ich weiß, es ging wieder um die Bank. Willst du eigentlich weiterarbeiten, wenn das Kind da ist? Naja, in den ersten Monaten würde ich schon gerne zu Hause bleiben, aber dann klar. Helena, denkst du auch über Kinder, ne? Quatsch, ich bin nur neugierig. Ansgar will den Chefsessel. War zu erwarten, dass er versucht, dich von deinem Posten zu verdrängen. Aber du kannst nicht leugnen, dass er recht hat. Alleine mit Holz und Auktionen werden wir niemals zur alten Größe zurückfinden. Ohne die Bank sind wir über kurz oder lang am Arsch. Die Bank war von jeher das Herz der Familie Lahnstein. Sie war euer Erbe. Du denkst also tatsächlich darüber nach, Ansgars Angebot anzunehmen? Moment. Unsere Geschäfte laufen doch nicht schlecht. Die Holzwirtschaft hat sich sogar sehr positiv entwickelt und Helenas erste Auktion steht auch ins Haus. Alles, was ich sagen will. Wir stehen nicht kurz vor dem Ruin. Aber ohne die Bank sind die Enterprises eine leere Hülle, das weißt du genau wie ich. Wir haben hohe Schulden, keine Rücklagen. Jeder geschäftliche Misserfolg kann uns das Genick brechen. Aber bislang läuft es doch ganz gut. Du hast dir doch von Fromme eine Rückkaufoption einräumen lassen. Das heißt, du hast mal daran geglaubt, dass du die Bank zurückbekommst. Ja, aber dieser Plan ist nicht aufgegangen. Dazu kam meine Krankheit und die Tatsache, dass ich dir die Geschäfte übertragen habe. Oh, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich weiß, dass du dein Möglichstes tust, aber... Aber es reicht mal wieder nicht. Wolltest du das vielleicht damit sagen? Ich bin kein Prophet, aber ich habe auch keinen Masterplan in der Tasche. Du ja wohl auch nicht. Wir brauchen Kapital, um die Kredite zu tilgen
Und für das laufende Geschäft allein die Unterhaltung des Optionshauses kostet uns ein Vermögen. Du warst doch in dieser Kalkulation beteiligt. Hast mal daran geglaubt. Wir waren uns einig, verdammt nochmal. Die Zahlen geben momentan absolut nichts her. Uns muss nur ein Großkunde abspringen und wir stecken richtig in der Scheiße. Ludwig. Wir sind an einem Punkt, wo wir uns keine Fehler erlauben dürfen. Ich muss alle Optionen in Betracht ziehen. Hier geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern um den Erhalt eines Familienunternehmens. Ihr könnt mir glauben, ich werde es mir nicht einfach machen, aber ich muss eine Entscheidung treffen. So, Podolski und Schneider. Schatz, was macht die Wäsche? Die ist noch nicht weggelaufen. Kleine Planänderung. Passt auf die Kleine auf, das hast du ja noch nie gemacht. Es ist ein Notfall. Und so kann ich außerdem schon mal üben. Kannst du mir mal verraten, was gerade mit dir los ist? Ich versuche mich gerade als Babysitter, aber offensichtlich traust du mir das nicht ganz zu. Vor 2 Tagen hast du Lili noch Brüllmücke genannt. Ja gut, da hatte ich auch noch nicht so viel Ahnung von Windeln und so. Ich meine, Dinge ändern sich eben. Und jetzt siehst du dich also wirklich als Vater? Vor ein paar Tagen konntest du dir auch nicht vorstellen, deinen Archäologiejob an den Nagel zu hängen und ins Auktionshaus einzusteigen. Also Dinge ändern sich nun mal, ja. Ja, aber wir haben noch nie über Familie gesprochen, eher darüber, ob ich meine Arbeit sausen lasse, um mit dir auf die Piste zu gehen. Ja und? Nur weil man jetzt ein Kind hat, heißt das noch lange nicht, dass man die ganze Zeit zu Hause bleiben soll. Ich habe auch gedacht, dass ich nichts für Kinder übrig habe. Ich glaube, die Kleine mag mich. Hast du denn eigentlich alles erledigt? Die Interviews und Besprechungen und so? Ja, ich wollte nur kurz vorbeischauen, bevor ich nach Königsbrunn fahre. Ja, super. Dann kommen wir am besten gleich mit. Christian hat gesagt, dass ich sie ihm vorbeibringen soll. Gibst du mir denn mal eben ihren Schal? Ui, guck mal, was da angeflogen kommt. Ui. Aber bevor wir los können, müssen Lilly und ich, glaube ich, noch mal eben nach hinten verschwinden. Trinkst du unten einen Kaffee? Ja, Tabletten. Ja, danke schön. Aber wir wissen doch beide, wie Ansgar mit Macht umgeht. Er missbraucht sie. Er ist getrieben von dem Gedanken, die Firma ganz nach oben zu kriegen. Er hat eine Vision und er setzt sie um. Und genau so jemand brauchen wir in der Firma. Und du glaubst, Sebastian hat das nicht? Wir haben mit dem Forst in den letzten 3 Monaten fast 20% plus gemacht. Hier. Ach, das weiß ich doch alles. Tja, dann frage ich mich, warum du darauf nicht vertraust, sondern nur noch auf die Bank setzt. Das habe ich immer getan. Sie war nur die letzten 6 Monate keine Option. Die Forstwirtschaft war doch deine Entscheidung. Erinnerst du dich noch ganz schwach? Du hattest mal eine Vision, hast daran geglaubt. Ich habe gehofft, das ist ein Unterschied. Ja, was glaubt ihr eigentlich? Ich will die Bank für mich. Ich will sie für die Familie, für euch, für eure Kinder. Aber Ansgar wird nicht kooperieren. Das weißt du ganz genau. Aber was tust du? Du leistest ihm dabei auch noch Vorschub. Weißt du, ich habe immer hinter dir gestanden, dir den Rücken freigehalten. Ja, ich habe versucht, die Geschäfte hier in deinem Sinne zu führen. Ich glaube, ich darf sagen, ich war immer für dich da. Aber wenn Ansgar hier Chef wird, dann bin ich raus. Doch voll locker durch mit der Kleinen. Andi, ich muss dich was fragen. Ich habe vorhin Herr Brandner im No Limits getroffen. Die Aufnahmeprüfung, ja. Arno ist auch ganz schön sauer. Aber ich verstehe auch nicht, warum die Termine auch immer an so ungünstigen Zeitpunkten festlegen müssen. Denkst du nicht, du hättest auch morgen auf Lilly aufpassen können? Was ist das denn für eine Ansage? Olli und Christian haben meine Hilfe gebraucht. Ja, und dafür lässt du dir die Chance auf deine Fortbildung durch die Lappen gehen? Was soll denn das jetzt? Sobald ich das Wort Kind nur in den Mund nehme, nörgelst du an mir rum. Ja, soweit ich weiß, willst du deine Kinder auch mit mir. Da ist es ja wohl klar, dass ich wissen will, woher dein plötzliches Interesse kommt. Du denkst, ich schaff das nicht. Das ist es. Ich denke, du machst den zweiten Schritt vor den ersten. Ich soll also am besten meine Polierausbildung machen, mein Abi nachholen, Architektur studieren, eine eigene Firma gründen. Ist es das? Kannst du mal aufhören, hier einen auf trotzig zu machen? Nur weil du einmal auf Lilly aufpasst, bist du noch kein Familienvater. Dazu gehört Verantwortung. Verantwortung übernehme ich hier gerade, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Ja, weil das dir gerade verdammt gut in den Kram passt. Du hast deine Prüfung nicht vergessen, sondern verdrängt, weil du keinen Bock auf Stress hattest. Deine Worte. Na und?
Ja, Entschuldigung, dass ich für meine Familienplanung etwas mehr Sicherheit brauche. Ich muss mich darauf verlassen können, dass du das hier ernst meinst. Dann sag doch gleich, dass du keinen Loser-Papa für deine Kinder haben willst. Dann können wir das ja gleich abhaken. Doch, weißt du was? Du hast gar nichts kapiert. Das Interview ist fertig, du musst es nur noch autorisieren. Archäologin mit Ambitionen. Helena von Lahnstein will das Auktionshaus ihrer Familie wieder an die Spitze führen. Hast du aber ganz schön auf die Tonne gehauen. Das ist 1A-Journalismus. Morgen bist du auf Seite 2, das musst du heute mit Andi feiern. Oh, ich glaube, daraus wird nichts. Wir haben gerade leichte Kommunikationsschwierigkeiten. Es gibt doch echt schlechtere Gene als meine. Ich meine, guck dir mal Ansgar an. Selbst der hat ein Kind. Ich dachte immer, Frauen stehen auf sowas. Kerle, die keinen Schiss haben vor Kindern und so. Und jetzt brauche ich dafür sogar eine Ausbildung. Ausbildung? Hast du dich jetzt doch für diese Fortbildung angemeldet? Könnt ihr mal mit dieser komischen Prüfung aufhören? Ich bin einfach nicht der Typ, der sich so eine 600-Stunden-Fortbildung reinpfeift. Du wolltest doch weiterkommen und Polier werden. Ja, aber jetzt halt nicht mehr. Planänderung. Frauen machen sowas übrigens ständig. Nur bei mir ist es gleich ein Kapitalverbrechen. Worüber genau hast du dich noch mal mit Helena gestritten? Sie ist sauer auf mich, weil ich Kinder haben will. Glaubst du echt, er ist der Typ, der nachts aufsteht, um ein Kind zu schaukeln, wenn es schreit? Was müsste er denn machen, damit du es ihm glaubst? Ich will einfach spüren, dass er wirklich diesen Wunsch hat. Aber das hat er doch gezeigt. Es gibt 1000 Möglichkeiten, sich für eine Prüfung zu drücken, aber doch nicht unbedingt, wenn man sich einen Kinderwagen schnappt. Du bist ja der seine Prüfung sausen lässt und lieber feiert, statt zu arbeiten. Und ganz im Ernst, das sind nicht die besten Voraussetzungen für eine Familienplanung. Ich habe ja auch noch keine. Aber muss ich deswegen die ganze Zeit meine freie Zeit zu Hause absitzen, um zu beweisen, wie häuslich ich bin? Hey. Und du kannst dir das ernsthaft vorstellen? Ja gut, vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber irgendwann auf jeden Fall. Das aus deinem Mund zu hören, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich auch nicht. Hey Sebastian, darf ich mich setzen? Ich kann es dir wohl kaum verbieten. Einen Kaffee bitte. Gerne. Ich habe mit Elisabeth gesprochen. Dann weißt du ja Bescheid. Ach, und bitte spar dir deine Ratschläge. Ich will sie nicht hören. Kein Wunder. Stört ja auch beim Selbstmitleid. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich habe mir für diese Firma den Arsch aufgerissen. Und wofür? Nur damit unser Vater jetzt alles an Ansgar verschleudert? Es ist ein Deal, Sebastian, den er macht, um euer Erbe zu sichern. Er verkauft den Chefsessel dafür. Aber ich will dir was sagen. Den kann man gar nicht kaufen. Den muss man sich verdienen. Wenn du wirklich glaubst, dass das eine falsche Entscheidung ist, dann solltest du ihm das klar machen. Moralisch integer sein nützt jetzt nichts. Du musst Vater beweisen, dass du es besser kannst. Also krieg endlich deinen Hintern hoch. Warum machst du nicht das, was du am besten kannst? Und haust einfach ab. Wenn das alles ist, was du drauf hast, muss ich Vater recht geben. Dann ist Ansgar doch die bessere Wahl. Der große Moment. Ich muss doch jetzt nicht etwa wieder irgendwelche Dankesreden über mich ergehen lassen, weil ich mal wieder den Karren aus dem Dreck ziehe. Was ich zu sagen habe, dauert nicht lange, Ansgar. Umso besser. Justus, Champagner in meine Suite. Ich habe gleich was zu feiern. Auf diesen Triumph kannst nicht mal du dir was einbilden. Ich genieße ihn trotzdem. Weißt du, ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich das erste Mal mit Großvater in die Bank durfte. Märchenstunde, seid schön leise. Er hatte ein riesiges Büro mit einem schweren Schreibtisch und einem großen Sessel. Alles roch nach Leder und Tinte. Was wird das hier? Dass ihr das nicht nachvollziehen könnt, ist mir völlig klar. Es ist ja weder eure Familie noch eure Bank.
Umso schöner, dass heute endlich wieder die rechtmäßigen Besitzverhältnisse hergestellt werden, nicht wahr, Ludwig? Ja, das werden sie. Einen Moment. Tristan und ich arbeiten an einem Plan, wie wir expandieren Nicht ganz können. unriskant. Aber wenn wir das Risiko eingehen und einen weiteren Kredit aufnehmen, dann können wir den Holzhandel ausweiten Und erzielen eine viel größere Gewinnspanne. Sieh's dir wenigstens an. Weißt du, Ansgar, der Großvater, der dich damals an der Hand in die Bank führte, das war mein Vater. Und der große Ledersessel, ja, in dem habe ich schon lange vor dir gewippt. Will sagen, Lahnstein ist nicht nur ein Name. Das ist Tradition und ein Wertebewusstsein, dem du leider nie nachgekommen bist. Ja, wohl deshalb hat dich dein Vater auch enterbt. Lasst mich euren Vorschlag sehen. Ich denke, er kommt meinen Vorstellungen sehr nah. Soll das ein Witz sein? Ihr wagt es, meinen Vorschlag abzulehnen? Ja, Ansgar. Du dachtest, wir sind am Ende. Das sind wir nicht. Noch lange nicht. Hey, Schatz, rein. Du, ich wollte mich... Nein, du zuerst. Ich glaube, du hast mich vorhin völlig falsch verstanden. Und es tut mir leid, dass ich so an dir rumgemeckert habe und dir so dämliche Fangfragen gestellt habe. Naja, du hattest ja nicht ganz unrecht. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch manchmal nachdenken könnte. Und worüber hast du nachgedacht? Also über das, was du gesagt hast. Mit der Prüfung und so. Dass du nur wegen der Prüfung auf Lilly aufgepasst hast. Genau, also am Anfang war das ja auch so. Aber dann hatte ich irgendwann echt Spaß mit ihr. Das hat man auch gesehen. Und nur fürs Protokoll. Du bist kein Loser-Papa, sondern so ziemlich der Hauptgewinner. Also doch Familie? Irgendwann vielleicht. Und wenn, dann nur mit ihr. Reicht das fürs Erste? Ja, ist vielleicht doch eine gute Idee, wenn wir uns ein bisschen Zeit damit lassen. Du hast die ganze Zeit doch so unglaubliches Verständnis für Kinder. Ja. Ja, aber das ist mir jetzt doch zu laut. Komm, wir fahren zu mir. Solange wir keine Kinder haben, sollten wir das ausnutzen. Genau. Viel Spaß. Tschüss. Ciao, Papis. Vater? Danke. Familie ist wichtig, aber sie muss nicht immer alles bedeuten. Viel wichtiger ist doch, an was wir glauben, was unsere Ziele sind und ob wir die gleichen Hoffnungen haben. Dass wir uns vertrauen. Und dann ergibt sich der Rest wie von selbst. Were lines that I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh